Stell dir vor, du stehst an einem Bahnsteig. Es ist Nacht, kurz vor Weihnachten. Um dich herum das absolute Chaos. Menschenmassen, Durchsagen, die sich überschlagen, Geschenke, Lichter, Lärm. Du weißt gar nicht mehr, in welchen Zug du eigentlich steigen wolltest. Genauso fühlt sich die Energie dieses Vollmonds in den Zwillingen an. Es ist wie ein kosmischer Bahnhof zur Rush Hour. Wir werden mit Informationen überflutet und durch die Spannung zum Mars liegen die Nerven blank. Aber du musst nicht in diesem Chaos stehen bleiben. Ich habe heute dein Ticket raus dabei. Das Horoskop schenkt uns nämlich einen genialen Schaffner, den Jungfrau-Aszendenten und eine wunderbare kosmische Konstellation, die uns hilft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wie du jetzt Ordnung in deinen Kopf bringst, erfährst du in dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Soul Nature Stars, der Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion ein. Heute beschäftigen wir uns mit dem Vollmond in den Zwillingen, der uns am 5. Dezember erwartet. Übrigens, falls du diese Folge gerade als reine Audioversion hörst und vielleicht neugierig auf die Folien oder die visuellen Beispiele bist, die ich erwähne, oder falls du das gerade als Video auf YouTube schaust und es später unterwegs bequem nochmal als Podcast hören möchtest, du findest Soul Nature and Stars, der Podcast, natürlich sowohl als Videopodcast hier auf YouTube, als auch als Audio-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und den meisten anderen gängigen Plattformen. Suche einfach nach Soul Nature Stars, der Podcast, und wähle das Format, das gerade am besten für dich passt. Die Links findest du in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wir erleben diesen magischen Augenblick, wenn der Mond in Opposition zur Sonne steht, am 5. Dezember 2025 um exakt 0:13 Uhr. Der Mond befindet sich auf 13 Grad 3 im luftigen Zeichen Zwillinge im 9. Haus, während die Sonne im feurigen Schützen im 3. Haus steht. Diese Achse, Zwillinge und Schütze, ist unsere Lern- und Wissensachse. Es geht um die Polarität zwischen reinen Informationen sammeln, Zwillinge, und dem Verstehen der größeren Zusammenhänge und der Wahrheit, Schütze. Stell dir das vor wie die Gleise. Auf der einen Seite haben wir die Zwillinge, die Informationen sammeln, neugierig sind, alles wissen wollen, die Reisenden am Bahnhof, auf der anderen Seite den Schützen, der den Sinn sucht, die große Reise, die Weite. Dieser Vollmond betrifft besonders die beweglichen Zeichen Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische. Wenn du Planeten oder Achsen in diesen Zeichen hast, spürst du wahrscheinlich den Trubel am Bahnsteig besonders intensiv. Der Zwillinge-Mond beleuchtet unsere Kommunikation, unser Wissen und unsere Lernfähigkeiten. Er fragt uns ganz direkt: Wie drücken wir uns aus? Haben wir alle Informationen, um kluge Entscheidungen zu treffen, oder gibt es Wissenslücken? Aber, und das passt zu unserem Bild vom vollen Bahnhof, sind wir womöglich überfüllt mit Informationen. Dann gilt es jetzt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Der Vollmond fordert uns auf, unsere rhetorischen Fähigkeiten zu überdenken und zu überprüfen, ob wir uns in einem geistigen Stillstand befinden oder uns weiterentwickeln. Dieser Vollmond ist nicht nur leicht und luftig, er bringt Spannung. Wir sehen eine ganze Reihe von herausfordernden Aspekten, die wir beachten dürfen. Der Mond steht nicht nur in Opposition zur Sonne, sondern auch zu Venus und Mars, die sich bei der Sonne im Schützen befinden. Aber da ist noch mehr am Gleis los. Eine Mond-Mars-Opposition symbolisiert oft den Konflikt zwischen Festhalten und Loslassen, zwischen Gefühl und Wille. Das kann sich in Reizbarkeit oder Launenhaftigkeit äußern. Wir könnten uns zerrissen fühlen zwischen dem Bedürfnis nach Harmonie, Venus, und dem Drang, uns durchzusetzen, Mars. Dazu kommt ein Quadrat zum Mondknoten. Das kann uns das Gefühl geben, emotional unausgeglichen oder überbeansprucht zu sein, als ob unsere Träume und das Schicksal gerade nicht unter einen Hut zu bringen sind. Doch hier kommt ein Ticket aus dem Chaos. Das Chart dieses Vollmonds hat einen Jungfrau-Aszendenten. Die Jungfrau ist der kosmische Ordnungshüter. Sie steht am Bahnsteig und sortiert. Die Jungfrau-Energie hilft uns, in diesem Chaos Ordnung zu schaffen und analytisch zu bleiben. Der Herrscher dieses Aszendenten ist Merkur und der steht im tiefgründigen Skorpion. Merkur bildet fantastische Aspekte, die uns unterstützen können. Ein Trigon zu Jupiter. Das fördert eine gute Beobachtungsgabe und einen aufbauenden Intellekt. Ein Trigon zu Saturn, das uns hilft, den Verstand verantwortlich zu nutzen und Struktur in unsere Gedanken zu bringen. Und ein Trigon zu Neptun. Das öffnet uns für die Intuition. Wir sind fähig, Eingebungen und Offenbarungen zu empfangen. Aber Achtung vor dem Signalfehler.
Merkur steht auch in Opposition zu Uranus. Das bedeutet plötzliche Planänderung, innere Unruhe oder das Gefühl, zersplittert zu sein. Hier gilt es, diszipliniert zu bleiben und nicht überstürzt zu handeln. Und jetzt die beste Nachricht. Über diesem wuseligen Bahnhof spannt sich ein riesiges, schützendes Dach. Wir haben ein riesiges, großes blaues Dreieck und auch kleine Talentdreiecke. Ein großes blaues Dreieck hier zwischen Jupiter, Neptun, Saturn und Merkur deutet auf eine Fülle bereits vorhandener Fähigkeiten und Substanzen. Es ist wie ein Baum, der voll ausgereifte Früchte trägt und nur darauf wartet, dass sie gepflückt werden. Diese Konstellation bietet uns Unterstützung und Stabilität. Sie zeigt uns, dass wir intuitiv Neptun, strukturiert Saturn und weise Jupiter kommunizieren können, Merkur. Aber, und das ist wichtig zu wissen, blaue Aspekte können auch bequem machen. Die Gefahr ist, dass wir uns zurücklehnen und denken, es wird schon, anstatt die Energie aktiv zu nutzen. Wir müssen die Früchte pflücken, sonst verfaulen sie am Baum. Die Quadrate und Oppositionen, die roten Aspekte, die uns fordern, sind also eigentlich der notwendige Tritt in den Hintern, damit wir diese Talente auch wirklich einsetzen. Um dein Ticket für die Klarheit zu lösen, lade ich dich ein, dir kurz Zeit für dich zu nehmen, vielleicht in einer ruhigen Ecke, weg vom Trubel. Frage dich zur Informationsflut: Wo bin ich gerade überfüllt mit Informationen? Wo muss ich die Spreu vom Weizen trennen? Zur Kommunikation: Drücke ich mich klar aus oder gibt es Missverständnisse? Zur Bewegung: Wie beweglich bin ich im Geist? Bin ich ein Stubenhocker in meinen Ansichten oder bereit, meinen Aktionsradius zu erweitern? Zur Moral: Wo werden meine Werte gerade in Frage gestellt? Zum Loslassen: Der Vollmond steht für das Loslassen dessen, was uns nicht mehr dient. Welche alten Denkmuster oder Informationen darfst du am Bahnsteig zurücklassen? Nutzen wir die Jungfrau-Energie des Aszendenten zum Sortieren. Du brauchst ein Blatt Papier, 2 Stifte, unterschiedliche Farben, Schere, feuerfeste Schale. Der volle Bahnhof. Schreibe alles auf, was in deinem Kopf ist. Sorgen, To-dos, Informationen, Zweifel, alles durcheinander. Die Kontrolle. Nimm den ersten Stift und kreise alles ein, was wirklich wichtig ist, was dich weiterbringt, der Weizen. Das Aussortieren. Nimm die Schere, schneide alles aus, was nicht eingekreist ist, die Spreu. Die Abfahrt. Verbrenne die Schnipsel mit dem Müll sicher in der Schale oder entsorge sie bewusst. Sprich dabei: Ich lasse los, was meinem Geist vernebelt. Ich reise mit leichtem Gepäck. Das Ticket. Den Rest, deinen Weizen, behältst du als deinen Fokusplan. Um dich in dieser doch recht wuseligen Zeit zu unterstützen, können dir Symbole aus der Natur helfen, die Balance zu halten. Bitte beachte, die folgende Nennung enthält Werbung für Produkte, die ich empfehle. Ätherische Öle. Pfefferminze wird traditionell genutzt, um einen klaren Kopf zu bekommen und den geistigen Nebel zu lichten. Perfekt bei Merkur-Themen. Lavendel. Da der Mond-Mars-Aspekt uns reizbar machen kann, wird Lavendel gern verwendet, um eine Atmosphäre der Ruhe zu schaffen. Kristalle. Sodalit. Ein klassischer Stein für das Halschakra und den Verstand. Ihm wird nachgesagt, bei der Wahrheit zu bleiben und beim Strukturieren von Gedanken zu unterstützen. Fluorid. Er wird oft als Lernstein bezeichnet und symbolisch genutzt, um Ordnung im geistigen Chaos zu schaffen und die Aufnahmefähigkeit zu fokussieren. Dieser Vollmond ist intensiv, laut und voller Bewegung, aber er bietet dir die riesige Chance, durch das Talentdreieck und den Jungfrau-Aszendenten endlich Ordnung in dein Leben zu bringen und kluge Entscheidungen zu treffen. Danke, dass du heute dabei warst und mit mir die Energien des Vollmonds in den Zwillingen erkundet hast. In den Shownotes findest du Werbung, Links zu einigen Produkten und Ressourcen, die ich in meiner Arbeit verwende. Abonniere diesen Podcast, aktiviere die Glocke und teile ihn mit Menschen, die ebenfalls von diesen kraftvollen Impulsen profitieren könnten. Ich freue mich auf den Austausch mit dir in den Kommentaren. Wie hast du die Vollmondenergie wahrgenommen? Welchen Gedanken oder Impulse nimmst du aus dieser Folge mit? Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.